Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute mit einem interessanten Thema, was mich schon länger beschäftigt hat, aber da ich einfach keine Elemente mehr wirklich gespielt habe dieses Jahr, ich meine wegen dem Jester, FEC und so weiter, jetzt erst gegen Ende des Jahres überhaupt mal wieder Elemente ausgepackt. Und zwar hat mich sehr interessiert, was eigentlich besser ist, ein Int oder ein ATK-Pad. Wegen Grace ist die Entscheidung schon immer eindeutig gewesen. Wenn du Grace benutzt, dann immer ATK-Pad, außer du brauchst die Cast-Time von dem Pad. Grace, naja, die braucht man aber heutzutage nicht mehr, vor allem nicht seitdem Blessing of the Demon Cast Time Rollen so einfach geworden ist. Und im Endeffekt hat mich interessiert, ja, was ist jetzt besser? Und ich habe hier zwei extrem also nicht ganz so extrem vergleichsgute Pads, aber ich habe jetzt einfach eine Inflask mit aktiviert, Elixir of the Fox, und das Ergebnis ist so eindeutig, dass ihr mir wahrscheinlich zustimmen werdet, dass das vollkommen irrelevant ist. Also ich habe mal ausgerechnet, wenn der Fuchs und der Angel genau gleich gelevelt werden, müsste der Fuchs 50 Int geben. Mein Fuchs hier gibt jetzt 41, plus 7 ist 48. Das sind 2 Int weniger. Naja, und jeder, der Int kennt, weiß, das macht jetzt nicht so einen riesigen Damage-Unterschied. Also 1, 2, selbst 20 Int machen vergleichsweise relativ wenig Unterschied. Und deswegen spielt es eigentlich keine Rolle. Ich habe das Ganze jetzt auch mal mit und ohne Schmuck getestet. Das Ergebnis ändert sich dadurch nicht. Ohne Buff jetzt natürlich. Also jetzt mal die Int-Variante. Und zwar einerseits, wie viel Schaden mache ich? Also mein Damage quasi. Ist jetzt hier 11,5 mit dem Int-Pad. 11,570 sowas, 60, 70. Und Waterbomb kam gerade schon. Na komm. Na komm. 9% Chance. Na komm. Sei nicht so schüchtern. 13,5. Ja, 13,5. Da kam es dann natürlich direkt back to back. Genau. Und ja, das ist jetzt der Schaden mit dem Int-Pad. Das heißt, jetzt deaktiviere ich Elixir of the Fox, packe das Int-Pad ein, hole das ATK-Pad raus. Jetzt sehen wir, mein Schaden ist mehr oder weniger eigentlich unverändert. Basically der gleiche, kann man fast sagen, mit dem ATK-Pad. Also nahezu identisch. Und der Waterbomb-Schaden, wenn er sich denn mal wieder zeigen würde, ist aber tatsächlich deutlich höher. Der ist um 500 gestiegen. Mein normaler Schaden ist um höchstens 30, 40 Punkte gesunken. Das bedeutet, effektiv beim normalen Schaden eigentlich kein spürbarer Unterschied. Also ich meine, ein Unterschied von weit weniger als 1%. Der Waterbomb-Schaden hingegen ist aber um mehrere Prozentpunkte gestiegen. Und ja, das ist im Endeffekt unser Ergebnis, kann man fast sagen. Tatsächlich ändert sich das Ganze nochmal. Also das ATK-Pad wird gefühlt tatsächlich immer besser, je schlechter das Equipment ist. Ich kann das mal demonstrieren, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Schmuck ausziehe und der Schmuck macht tatsächlich einiges von meinem Schaden aus. Also man sieht, mein Schaden hat sich um fast 50% abgenommen. Und ja, das ATK-Pad scheint immer besser zu werden, je schlechter das Equipment wird sogar. Das fand ich auch interessant. Irgendwo gibt es auch Sinn, weil Flat ATK natürlich, naja, schlechter skaliert, I guess. Ich wusste nicht, dass es bei Magier wirklich eine Rolle spielt, ehrlich gesagt. Weil Int jetzt ja eigentlich auch nicht dafür bekannt ist, dass es so ultra gut skaliert. Aber jetzt habe ich hier quasi mit dem ATK-Pad 7,1 gehabt. Und ja, ich waste hier meine 7 Int-Flasks, aber das ist mir egal, meine Elixirs. Also 7,1 hatten wir jetzt mit dem ATK-Pad. Und jetzt mit dem Int-Pad 6,5. Also die Veränderung vom Waterbomb-Damage bleibt gleich. Heißt aber, mein Gesamtschaden ist ja viel niedriger und dadurch ist die Veränderung, also die effektive Veränderung, natürlich viel größer. Ja, und das heißt, mit schlechterem Equipment ist das ATK-Pad, bezogen jetzt zumindest auf Waterbomb, also mein normaler Schaden, sieht man wieder, hat sich eigentlich kaum verändert. Das juckt quasi gar nicht, ob da jetzt das ATK-Pad oder das Int-Pad draußen ist bei den Auto-Attacks, Mental Strike Spam. Da ändert sich nahezu nichts, das ist immer im eigentlich 1% oder unter 1% Bereich, also vernichtend gering. Aber der Waterbomb-Schaden halt immer diese Veränderung um 500, 600 in dem Bereich. Und das ist halt schon ziemlich heftig, ja. Je öfter man es triggert, desto krasser wird der Effekt. Genau. Und ja, das war eigentlich das, was ich demonstrieren wollte. Ich habe auch noch mal eine schlechte Waffe mitgenommen hier, um das Ganze nochmal down zu scalen, quasi richtig schlechte Waffe. Da kann man jetzt natürlich Waterbomb nicht vergleichen. Hier wären es jetzt wirklich nur die Auto-Attacks. Hier haben wir Mental Strikers mit 3,6 bei dem ATK-Pad und beim Int-Pad, letzter Vergleich, haben wir 3,5. Ja.
Heißt also, eigentlich kann man sagen, ATK und Inped scheint kein riesiger Unterschied zu sein. Interessant wäre es jetzt natürlich wirklich mit einem komplett maxed out Equipment, Full Power-Up, wirklich alles perfekt, also Ulti plus 10, alles in ATK und Int, ATK-Rune. Man kann ja theoretisch jetzt 9x10 Int in die Waffe ballern, also wirklich maxed out bis zum geht nicht mehr. Oder sogar 9x100 ATK würde sogar auch gehen. Und das nochmal zu vergleichen, das geht leider nicht, ja, aber ich würde mal behaupten, mein Equipment ist schon relativ gut hier mit dem Adept plus 7 und so weiter. Also die Veränderung sollte schon relativ deutlich gewesen sein. Und ich meine, gut, Buffs bringen eh nicht viel, da hast du nur Zusatzschaden und Int. Also nicht die Welt. Und die Quintessenz war jetzt ja mit und ohne Schmuck. Und der Schmuck allein sollte, wie gesagt, reichen, um diese Veränderung, denke ich, demonstrativ darzustellen. Dass der normale Schaden basically immer gleich ist. Haben wir jetzt gesehen. Schlecht, gut versus also schlechte Waffe versus gute Waffe, ohne Schmuck, mit Schmuck etc. haben wir uns jetzt ja alles angeguckt. Und das Ergebnis ist letztendlich normaler Schaden, nahezu identisch, kein wirklich spürbarer Unterschied, solange die Pets halt auch auf einem vergleichbaren Level sind. Und Grace ist immer der Angel besser, also wegen Grace, wenn du Pet-Feedback benutzt oder Feedback benutzt, wirst du sowieso immer einen Angel haben. Und, also du brauchst die Cast-Time, aber die sollte eigentlich keiner mehr wirklich brauchen. Und für Waterbomb ist definitiv der Angel besser. Natürlich kann man auch sagen, wenn ich jetzt wirklich dieses gerade schon genannte Maxed Out Equipment habe, also ich habe ein wirklich Ulti Stuff plus 10 mit Angriffskraft, Meisterung der Elemente und PvE-Schaden und wie gesagt ATK-Rune und 9x10 Int oder whatever und Ultimate Schmuck plus 10 und noch das 180er-Set und. Dass man dann vielleicht irgendwann auf einen Schaden kommt. Ich meine, was hatte ich hier mit 11.000? Ich meine, da machen meine Mandistrike-Dinger vielleicht, keine Ahnung, 25.000 Schaden. Und die Waterbomb-Veränderung ist dann vermutlich im gleichen Bereich. Die würde sich wahrscheinlich nicht ändern. Gut, perfektes ATK-Pad versus perfektes Int-Pad, das ist natürlich sowieso. Aber diese Veränderung würde wahrscheinlich ungefähr gleich bleiben. Oder sie sollte ziemlich gleich bleiben. Und, das wäre aber natürlich dann interessant, wie weit spielt das dann noch eine Rolle? Ja, also ist das dann auch wieder im schadenstechnischen so geringen Bereich, dass du sagst, ja gut, das juckt mich jetzt sowieso nicht mehr. Ich brauche sowieso ein Int-Pad für meinen Ringmaster zum Beispiel und dann benutzt das halt mein Elementor auch. Macht halt Waterbomb ein kleines bisschen weniger Schaden, macht aber im Gesamten eigentlich keinen wirklichen Unterschied. Ja, wäre natürlich eine logische Aussage, könnte man so auf jeden Fall unterschreiben. Was halt aber bei den ATK-Pads auch noch ins Gewicht fällt, ist eben, wegen dem, was ich gerade gesagt habe, sie sind in der Regel auch günstiger. Schwieriger zu finden leider, musste ich selber die Erfahrung machen. Dieses Pad hier war literally das einzige Pad, was irgendwie überhaupt angeboten wurde. Alle anderen hatten weit unter 300 ATK. Und ich meine, das Pad ist eigentlich auch ultra trashig. Es hat einfach am Ende eine 9 bekommen und dadurch wurde es halt verhältnismäßig gut. Maximaler ATK-Wert ist übrigens 500, den so ein Pad haben kann. Also ist schon im oberen Mittelfeld, kann man sagen. Weit entfernt von perfekt oder nahezu perfekt, aber oberes Mittelfeld durch die 9 am Ende. Ich meine, die letzten beiden Level machen das meiste aus und die sind verhältnismäßig okay, gut. Und aber wenn man ein perfektes S-Pad, ATK-Pad finden würde oder ein sehr gutes, müsste es theoretisch deutlich günstiger sein als das Äquivalent in Int und auch das wäre natürlich nochmal ein Argument für den Angel. Also mir fällt es tatsächlich schwer, wirklich Argumente für den Fox zu finden, weil sie performen grundsätzlich eigentlich nahezu identisch. Grace ist immer beim Angel besser. Gut, Grace ist für die meisten Leute nicht relevant, schon klar. Und Waterbomb-Schaden aber auch beim Angel besser. Also spätestens dann, wenn man auf eine Hernes-Waffe switcht, würde man auf jeden Fall eher den Angel bevorzugen. Auch wenn es jetzt nicht die Welt einen Unterschied macht, aber ich meine, besser ist besser. Mehr Schaden ist mehr Schaden. Und von dem her, ja, plus preislich, wie gesagt, auch nochmal deutlich besser. Genau. Und außerdem muss man ja sagen, und das wurde ja mir immer vorgeworfen, ich war ja immer so ein Hernes-Gegner wegen dem Preis, weil ich immer nicht bereit war, so viel Geld dafür auszugeben. Und da wurde mir immer gesagt, ja, der ganze Schaden oder heutzutage kommt ja der ganze Schaden oder so viel Schaden kommt vom Waterbomb. Naja, und der Angel erhöht halt den Waterbomb-Schaden. Der andere Schaden bleibt nahezu identisch. Also würden jetzt ja die meisten Leute dann wahrscheinlich auch zu einem Angel tendieren. Damit wäre das abgefrühstückt. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video vielleicht ein kleines bisschen die Augen öffnen oder euch irgendwas Neues zeigen. Vielleicht steigen jetzt auch die Preise von Angels. Zum Glück habe ich 10 Stück gekauft, Kappa. Habe ich natürlich nicht. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal mit Flash Universe. Checkt die Streams in der Videobeschreibung. Twitch-Links aus.
Und wir sehen uns bis dahin. Haut rein, macht's gut und ciao, ciao.